willkommen zur Folge 6, der letzten Folge von Camping statt Renten. Daniel ist zurück. Oh. Ein weinendes Auge. Auch ein lachendes. Okay, schön. Ein bisschen wie Heimat geworden. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo auch von mir. Wir sind froh, dass der Camper wieder heil zurück ist. Ich auch. Du hast gerade eben, bist du gerade die Straße hier lang gekommen und hast erstmal die Toilettenkasse, die ganz wie ein Profi entleert. Respekt. Danke. Also das ist, wie oft haben wir es gemacht unterwegs? Ich glaube 7, 8 Mal. So. Ja. Also relativ oft. Hatte gut Übungen in diesen Toilettenkassetten gehabt. Ich erinnere mich noch einmal, hast du, glaube ich... Ja, da wollen wir nicht mehr drüber reden. Okay. Es war nicht so deutlich, in welches Loch das denn wirklich rein muss, dieses Wasser. Ich merke, du hast schon einige Erfahrungen gesammelt. Gemeinsam wollen wir dann heute einmal herausfinden, wieso dein persönliches Fazit von der Reise ist, ob du sowas wieder tun würdest und auch, was mich besonders interessiert, einer persönlichen Highlights. Welcher Ort ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Gab es da was Spezielles? Spezielle Orte, das ist immer schwierig, ne, bei so einer Sache. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich viele Orte überrascht haben. So Sachen, ich meine, dass die Strände in Spanien und in Portugal schön werden, haben wir erwartet. Ne? Weiß jeder, glaube ich. Deshalb war das natürlich immer noch beeindruckend, aber nicht das Überraschende beeindruckend. Und das gab es immer mal wieder in beispielsweise Spanien oft, in diesen Gebirgsregionen, wo wir gefahren sind. Auch diese Täler, das waren Sachen, die ich so persönlich von Spanien nicht auf dem Schirm hatte, wusste ich nicht. Also ich meine, mir ist schon klar, dass es irgendwo in Spanien Berge gibt, aber das ist dann diese Sternwarte beispielsweise, auf der wir waren. Das war so eins der unerhofften Highlights, unvorhergesehenen Highlights. Auch die Provence-Zeit. Wir fahren keine Mautstraße, das wird richtig nervig. Ja. Was es teilweise auch war, aber dadurch sind wir auch wirklich an dieser eine Stellplatz in den Bergen auch in Frankreich oder Provence-Felder, die Lavendelfelder haben wir angefahren. Und fanden wir, glaube ich, oder fand ich zumindest, beeindruckender als nachher die Côte d'Azur, die wir sowieso, glaube ich, gar nicht mal so ausführlich bereist haben, weil wir so ein paar Plätze gefunden haben. Also das war in Portugal auch. Die Algarvenküste erneut gleiche Sache. Westküste? Ja. Wusste nicht, wie die aussieht. Und es war so, wow, schön. Die Weinregion im Osten dort. Also es waren wirklich ganz tolle Aufnahmen, die wir gesehen haben. Wir von DirtTV oder unsere Marketingabteilung hat ja auch immer die Videos dann geschnitten. Du hast von unterwegs diese im Homeoffice uns zur Verfügung gestellt. Und ich weiß gar nicht, wie oft mein Team jedes Mal zu mir kam und sagen, Mensch, wir sind ganz neidisch. So tolle Orte, wir würden gerne Urlaub. Ja. Also das war wirklich beeindruckend und danke auch schon mal dafür, dass du diese Momente mit uns geteilt hast. Ja, danke, dass ich die Momente erleben durfte. Sehr gerne. Was aber definitiv auch als jetzt nicht besonders schönes Beispiel in Erinnerung geblieben ist, war diese am Ende diese Fahrt durch Porto Innenstadt, wo wir fast nicht mehr rauskamen. Dieses okay, um Gottes Willen. Videoaufnahmen gesehen habe. Aber dadurch, dass es ja geklappt hat, ohne dass wir das Auto kaputt gefahren haben, war es ja dann doch irgendwo so eine schöne Erinnerung. Ich denke, das war ein würdiger Abschluss so für mich, der ja auch gelernt hat, wie man so ein Ding fährt. Und wir hatten ja anfangs in dem Interview noch Witze drüber gemacht, so ja, mal schauen, ob das Ding heil zurückkommt. Und da war echt so ein Moment, wo ich dachte, nee, wird's nicht. Wir müssen das mit dem Hubschrauber ausfliegen lassen. Ich glaube, rückwärts wäre da gar nichts mehr gegangen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, ich habe mit ein paar Leuten mittlerweile drüber geredet, die auch diese Folge gesehen haben, ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, dass du irgendwann abends gesagt hättest, ey, wir müssen die Polizei rufen, wir müssen diese Straße jetzt absperren. Denn da war jetzt nicht so krass viel Verkehr, denke ich abends, weiß ich nicht. Und dass wir dann quasi falsch rum diese Einbahnstraße zurückfahren. Das hätte wohl irgendwie funktioniert. Ich schätze, das wäre günstiger gewesen, als das Ding mit einem Hubschrauber ausfliegen zu lassen. Aber wir haben es Gott sei Dank nie herausgefunden. Also was mich besonders beeindruckt hat, als ich die Bilder von der Westküste Portugals gesehen habe, war sicherlich auch ein ganz großes Highlight, oder? Ja, es war aber gleichzeitig auch so ein bisschen, hatte so einen faden Beigeschmack, weil gerade als wir dann dort waren, war so, okay, wir haben nur noch 5, 6 Tage Zeit, ne? Ja. Das waren tatsächlich Ecken, die wir gerne ausführlicher bereist hätten und auch gesehen hätten. Also ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen, aber es war so, wow, ich will mehr davon, ja, was leider Zeit ist. Habt ihr euch da ein bisschen verplant? Denn im Zeitplan habt ihr zu lange durch Spanien gebraucht? Also ich glaube, man kann 7.500 Kilometer, die es am Ende waren, in 28 Tagen generell nicht gut planen. Das war einfach eine Fehlplanung meinerseits im Vorfeld schon so ein bisschen. Aber erneut, ich hatte ja keine Ahnung, dachte mir so, weißt du gibst das bei Google Maps ein, so den direkten Weg, 5.000, 6.000 Kilometer, ja, geht, aber du fährst ja dann natürlich immer mal hier und da und hier und da.
Und dann summiert sich das. Es waren 7.500 Meter Kilometer ziemlich genau am Ende. Und das war einfach in der Zeit ich glaube, wir hätten es nicht anders machen können. Wenn klar hättest du sagen können, du fährst in 3 Tagen nach Portugal. Ja. Aber dann hätten wir halt alles andere verpasst. Dann würde ich jetzt hier sitzen und sagen, ja, Spanien, die Strände waren schön, wir hätten da gern mehr von gesehen. Irgendwann tue ich muss ja auch was erlebt und die Reise auch genießen. Wie war denn so dieses Leben hier im Camper auf engstem Raum? Das mit Sicherheit auch eine Herausforderung dann? 4 Wochen lang? Es war definitiv eine Herausforderung, gerade mit einer zweiten Person ja auch. Ne? Am Anfang mussten wir, also am zweiten Tag gab es dann mal so, okay, wir müssen jetzt mal über so ein paar Dinge reden, also was wir vielleicht, kannst du das immer bitte direkt wegräumen, so was einen stört, was normal ist, dass wir zusammen wohnen. War ja unser erstes Mal zusammen wohnen, in Anführungszeichen. Ja, auch. Ganz kurz, wenn ich einhake, du hast anfangs der Reise gesagt, fast Freundin. Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt. Ja. Wie ist der offizielle Stand? Ich habe haben wir ungefähr nach einer Woche dann gestrichen. Freut mich. Also gut. Genau. Aber es war eine Herausforderung. Es war Mücken waren eine Herausforderung, ja, anderes Thema. Es war natürlich eine Extremsituation, auch um sich kennenzulernen, generell in so einem kleinen Wagen. Ich denke, wenn Leute das machen, sind das Menschen, die sich schon lange kennen und auch beide sagen so, wir haben Lust drauf, wir wollen einen Campingurlaub machen. Das hier war ja so, okay, wir haben das Angebot von der Firma und Lisa so, ey, willst du mit? Ja. Und als sie obdachlos war, sonst also, ja, okay, wir reisen zusammen. Und natürlich gab es dann mal Probleme auch. Es waren, wie gesagt, teilweise Extremsituationen. Aber es war im Großen und Ganzen eine Sache, die sehr gut funktioniert hat und ein bisschen aus der Biene gleich reinkommt. Wie gesagt, nach einer Woche haben wir es dann nicht mehr fast Freundin genannt. Okay, gab es irgendwie Streitigkeiten oder Probleme in der Zeit? Ich glaube, was du gerade generell in so einem Camper lernen musst, ist ja an einem Ort, an dem du keine Privatsphäre hast, dann doch irgendwie zu versuchen, dem anderen noch mal ein bisschen Raum zu geben, so beidseitig. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so eine große Problematik generell, wenn du zu zweit in diesen Dingern unterwegs bist, weil du hast ja quasi keine Privatsphäre mehr. Du bist ja auf diesem Raum zusammen, in Anführungszeichen, gefangen, ja, und haben dann da irgendwie lernen müssen, so bei gewissen Sachen zu arrangieren, ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen, vielleicht auch nochmal bei so Sachen. Ja. Habt ihr euch da tagsüber aufgeteilt? Ich meine, du hast ein bisschen Homeoffice auch gemacht. Genau. Dieser Markt, glaube ich, ganz gerne. Genau. Wir waren eigentlich fast immer zusammen. Und ich meine, das Problem war natürlich nachher auch durch diese lange Entfernung, die wir zurückgelegt haben, gab es generell wenig Pausen. Und so die richtigen Pausen, wo sie mal allein unterwegs war, waren eigentlich die, wenn ich Homeoffice gemacht habe. Ne? Wenn das an einem Ort war, wo man das machen konnte. Ansonsten waren wir dann doch natürlich auch fast immer zusammen unterwegs. Das war ja auch der Sinn. Ich wollte ja nicht den Urlaub im Camper verbringen. Aber wie gesagt, das war dann, glaube ich, so eine Mischung aus neuer Erfahrung, enger Raum, sehr anstrengende Tage, weil einfach viel Kilometer, Arbeit noch nebenbei. Also es ist eine Sache, die ich so mit der Distanz auf jeden Fall nicht mehr machen würde. Ich würde definitiv vielleicht die Hälfte der Strecke nehmen oder die doppelte Zeit einplanen. Ja, war schon sehr sportlich, was du dir da vergeholt hast. Das hast du immer gemerkt. Ne? Du bist jeden Tag unterwegs und bist am Arbeiten und hast eigentlich nie so mal Erholungspause. Und selbst wenn du dann sagst, okay, ich bleib jetzt mal hier den ganzen Tag einfach stehen, bist du am Homeoffice am Arbeiten. Ne? Und das war so... Aber gutes Stichwort, du hast gerade gesagt, du bleibst einfach mal stehen. Das war ja auch ein paar Mal wirklich wunderschöne Orte, Wildcamping. Wie waren so deine Erfahrungen dort oder die ihr sammeln konntet? Sehr gut. Wesentlich besser als erwartet. Das war so im Vorfeld eine Sache, wo ich auch dachte, boah, das wird schwierig, weil du darfst ja dann offiziell nicht mit deinem Camper da stehen, aber durch diese App, über die wir auch anfangs mal gesprochen hatten, das Ganze schon fast unangenehm einfach gemacht hat, ne? Wo du dann diese Plätze siehst, du kannst es filtern, du hast da Kommentare von Leuten, du hast Bilder, du kannst dann wirklich abends sitzen so, okay, schauen wir jetzt mal diese Umkreisplätze an. Oh, hier sieht schön aus. Oh, hier gibt's Frischwasser. Oh, hier gibt's sogar eine Dusche. Ja, und das habt ihr dann täglich gemacht, auch wirklich genutzt. Genau. Okay. Also das war ein Gamechanger. Das hat das Ganze wesentlich leichter. Keine bezahlte Werbung oder so. Nee, ich sag ja, aber du kannst dieses Ding kostenfrei nutzen, diese App. Ne? Ich glaube, diese Premium kostet dann irgendwie 2 Euro im Monat und du hast so ein paar Features mehr, aber... Gab's da so einen Lieblingsstellplatz? Ich glaube, die Sternwarte war definitiv. Ich meine, alle Stellplätze, wir haben das versucht, natürlich eine Möglichkeit hinzubekommen, ging nicht immer, ne? Manchmal auch einfach, weil kein mehr in der Nähe war, aber so der optimale Stellplatz für uns war, du machst hinten die Tür auf, kannst da abends liegen, zumindest so lange, bis die Moskitos reinkommen, die dich kaputt stechen, anderes Thema, und hast ein Meer. Ne? Das war auch so für Homeoffice, wenn es denn die Möglichkeit gab's oft, manchmal nicht, aber selbst dann hier, ne, wenn du einfach nur so ein bisschen mehr im Hintergrund siehst, das war schon schön. Ja. Und das war natürlich auch so stellplatzmäßig immer so die Highlights, das waren meistens die, wo wir Bild gestanden haben.
wo du die Tür hinten aufmachst und einfach ein Meer hast. Ja, dann waren wir wirklich auch ganz neidisch. Weil man halt auch sagen muss, leider, ich wünsche mir so, du könntest das Ding auflassen und könntest dann den ganzen Abend, dann kommt ja auch frische Luft rein. Ja. Aber das Problem ist Moskitos. Wir haben es ja einmal auch toll gesehen. Ne? Ja, eine lustige Story. Genau, das war sehr lustig. Es war ein sehr lustiger Abend auch. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich meine, da kann das Camping ja nichts für. Das sind halt Moskito-Gebiete. Also ich musste wirklich sehr, sehr laut lachen, als ich dann gehört habe, wie du das Fenster offen gelassen hast. Und Lisa war sicherlich auch. Ja, und ich musste auch lachen. Lisa musste nicht lachen. Ja, aber mal ganz kurz zwischendrin. Gebt uns doch gerne mal ein kurzes Feedback unten in die Kommentare, wie euch die Doku-Serie gefallen hat. Ob wir sowas öfter machen sollen, gerne mit dir, Daniel, oder mit jemand anderem. Deswegen ist die Frage, reden wir gleich drüber. Aber dann kommen wir vielleicht auch zum Thema, wie würde so dein Fazit ausfallen der Reise? Und das war auf jeden Fall interessant, mal zu sehen, wie es in so einem Camperleben ist. Ne? Ich habe das, wie gesagt, ja noch nie gemacht vorher. Und das war ja dann natürlich auch ich habe Vorstellungen davon gehabt. Ich war mir sicher, ich kann das gut. Ich bin ja durch das Campen halt relativ minimalistisch unterwegs. Ne? Und jetzt, natürlich ist ein Camper nicht minimalistisch. Ne? Du hast ja einen Camper und das war schon so, okay, ich glaube, wir werden uns da ganz gut arrangieren können. Ich werde mich da auch ganz gut arrangieren können. Es war dennoch natürlich interessant, mal zu sehen, wie das so läuft und wie viel Zeit auch Dinge. Ich glaube, das ist so eine Sache, die viele Camper beim Campen dann beim ersten Mal merken, wie viel Zeit gewisse Dinge in Anspruch nehmen. Du wachst morgens auf und du suchst dir irgendwo einen Platz zum Kaffee trinken und dann musst du nochmal einkaufen gehen, weil du willst dann auch nochmal kochen. Und wenn du viel kochst, ist der Kühlschrank natürlich immer schnell wieder leer. Und dann ist das doch alles so Zeug. Also du guckst so irgendwann auf die Uhr, wir haben jetzt schon wieder so und so viel Uhr und okay, wir wollen noch kurz ans Meer und dann ist schon wieder Nachmittag. Und dann wollen wir noch, bevor es dunkel wird, irgendwo ankommen. Also es ist schon gerade wenn du so unterwegs bist mit schöneren Freizeitstress. Ja, ich würde es nicht Stress nennen, aber es ist so, okay, die Tage gehen sehr schnell vorbei. Wir haben dann irgendwann nach 3 Wochen auch, das ist ja der Klassiker, egal was du machst, so nach 3 Wochen so, wir sind schon seit 3 Wochen hier unterwegs. Ne? Das ist absurd. Aber ja, es war ja auch angedacht als eine Sache, einfach um Dinge zu sehen. Ich hatte Portugal, Spanien so in der Form noch nie gesehen, generell noch nie gesehen. Das war visuell schon natürlich beeindruckend. Ja. Ihr habt ja die Videos gesehen und Bilder. Auch wenn wir uns mehr Zeit gewünscht hätten, war das wenn auch eine kurze, aber intensive Form von schönen Orten und Meer. Da habe ich mir nachgesehen. Und ich war auch oft geschwommen. Ich habe 6, 7 Mal. Ja. Wie war Temperatur, war, glaube ich. Meistens sehr kalt. Meistens fast unangenehm kalt, aber. Soll ja auch eine Abkühlung sein. Weiß ich nicht. Sehe ich anders. Aber es war manchmal. So in Portugal war es dann okay, bei 38 Grad Außentemperatur. Das ist ein Warmduscher. Wobei das war dann schon so, wo du dir selbst in meinem noch jungen Alter Gedanken über Herzinfarkt und so machst, ne, Gefühl, wo du dabei, weiß ich nicht, wie kalt das Wasser war. Ich kann das immer schwer einschätzen, aber. Ich glaube, am Anfang Cassis oder so, da gab es so eine Szene. Ja, da war es auch noch nicht so warm, ne? Da war es irgendwie 25. Okay, es war schon warm, aber noch nicht in den höheren 30er-Gefilden. Aber da war dann das Wasser wirklich eiskalt im Vergleich zur Außentemperatur. Und da war es wirklich so, okay, ich war jetzt im Meer. Ja, es schmeckt nach Salz. Nice. Aber ich will hier wieder raus. Ich will die Sonne. Ja. Was waren denn so die größten Herausforderungen jetzt für dich persönlich beim Campen als Reining? Abseits davon, sich zusammen auf engstem Raum zu arrangieren, war eine der größten Herausforderungen, die ich erwartet hatte, diese Campingplatzsuche und zu suchen, wo kannst du dein Zeug auffüllen, was am Ende gar keine so große Herausforderung war, unter anderem durch diese App. Und unter anderem, ich habe mit Leuten, auch mit Freunden gesprochen, die im Camper öfter unterwegs sind, die meinten auch so, ja okay, Spanien, Portugal und auch Frankreich sind prädestiniert für solche Dinge, weil du so viel kostenfreie Frischwasserversorgung beispielsweise hast oder auch Entleerungsmöglichkeiten, die wir dann mit dieser App auch gefunden haben. Ich meinte, so in Deutschland ist das gar nicht so leicht. Dann mussten wir Frischwasser eigentlich überall bezahlen. Und hier war es so, okay, wir brauchen Frischwasser. Bisschen geschaut, hinten ist ein Ort wieder, der kostenfrei Frischwasser hat. Wirklich ganz einfach. Ja. Super einfach. Die Straßen dorthin waren dann manchmal ein bisschen abenteuerlich, aber wie gesagt, das hat ja alles dazu beigetragen, dass ich dann in Porto nochmal lebend rauskam, beziehungsweise das Auto nochmal lebend rauskam. Das war gar nicht mal so herausfordernd. Und abseits von der Tatsache, dass es, wie ich auch schon mal eben erwähnt habe, einfach viel Strecke war, das Fahren, das war anstrengend, das Homeoffice, es war einfach viel Arbeit, in Anführungszeichen dann, was eine Herausforderung war, aber eine, die wir erwartet haben. Das ist ja jetzt das selbstgemachtes, in Anführungszeichen, Problem. Wenn du 7.500 Kilometer in 4 Wochen fahren willst und so sagst du, ja, ich war nach Portugal, dann machen wir das. Das war doch irgendwann so nach einer Woche. Dann hieß ja so, wollen wir die Reise nicht abkürzen im Sinne von nur bis Spanien und uns ein bisschen mehr Zeit lassen? Ja. Und so,
alles in mir so, ja. Aber dann kam ein Dickkopf nochmal so, naja, nee, ich hab da mit einem Portugal-Schild gestanden, ne, dem Camper. Das, ne, hätte ja keiner was gesagt. Ne? Aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, Portugal, oder? Auf jeden Fall. In den Bildern. Aber das war die Herausforderung, auch wirklich in der Zeit dort anzukommen und auch nochmal zurückzukommen. Ne? So dann auch nochmal die Rückfahrt war wirklich dann sportlich. Ich glaube, wie lange habt ihr gebraucht? Ich schätze mal in Summe irgendwas mit 30 Stunden Fahrt. Also wir haben wirklich jeden Tag dann 10, 12 Stunden einfach gefahren. Podcast an und einfach gefahren und versucht nicht wahnsinnig zu werden. Okay. Gab es denn irgendwie spezielle technische Sachen, die dich hier vor Herausforderungen gestellt haben? Ich meine, am Anfang hast du natürlich so alles umbaumäßig, dieser Tisch beispielsweise. Das ist auch immer ganz lustig, wenn ich Leute hier beobachte. Also gerade eben hast du ihn aufgebaut wie ein Buch. Ja. Wenn du weißt, am Anfang war das, ich habe das ja, glaube ich, einmal mitgefilmt auch, ne, wo ich dann da sitze und so das System verstehe. Ich meine, diese ganze Technik ist am Anfang natürlich so ein bisschen herausfordernd. Wie machst du Dinge am besten? Wie Kleinigkeiten? Wie drehst du die Sitze, so dass du da gut durchkommst? Wie, ne, genau, ohne dass du da irgendwo hängen bleibst. Das lernst du aber natürlich mit der Zeit. Ansonsten hat die Technik, die wir hatten, funktioniert, was ja schon mal ganz gut ist. Also nicht vor Herausforderungen gestellt. War teilweise so ein bisschen, ich meine, der Kühlschrank hat immer gepiepst. Also dann gemerkt haben, den kann man stumm schalten. Kam das Problem auch nicht mehr, aus irgendeinem Grund. Also es hat sich scheinbar dadurch gelöst. Wechselrichter immer an. Das war am Anfang so ein bisschen problematisch, weil der nicht richtig ging. Dann hatte ich hier mit der Firma telefoniert und wir haben herausgestellt. Das war die Geschichte mit der Schere. Also nee, das war Internet. Ne? Das war nochmal ein anderes Ding. Dieser Wechselrichter, dass man dann den Strom nutzen kann. Ja, und was hat dir hier so an Technik am meisten Vorteil gebracht? Ich meine, ist ja einiges verbaut in Golden Lion. Was haben wir Technik? Wir haben Fernsehen ab und zu geschaut. Muss jeder für sich selbst. Wir haben nicht oft Fernsehen geschaut, weil wir auch keine Fernsehmenschen sind. Ja gut, in Zeiten von Netflix und Co. Und ja, selbst das. Ne, wir waren dann abends meistens müde nach dem Kochen und haben dann, weißt du, so ein bisschen gequatscht und sind dann auch früh schlafen gegangen, in Anführungszeichen. Das war dann schon 10:30, aber weißt du, wir haben dann um 8:30 erst irgendwo gekocht und dann war es 10, 10:30, bis du fertig warst. Also das sind so Sachen, ne? Wenn du ein Fernsehen willst, wenn du viel Fernsehen schaust, ist das natürlich eine gute Sache. Was ich auf jeden Fall nicht missen wollen würde, egal mit welchem Camper ich unterwegs bin, ist so dieses kleine Autark-Paket im Sinne von eine größere Batterie. Ich glaube, diese Batterie, die wir hatten, hat so 3-mal die Kapazität von der normalen, habe ich mir sagen lassen. Also der Power Lithium. Genau, das war schon so eine Sache. Wir haben ja jetzt, ich kenn's ja sonst nicht, aber wenn ich mir vorstelle, nur 1/3 der Kapazität zu haben, wäre das schon, glaube ich, ein bisschen einschränkender gewesen. Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Und auch Handys, 2 Laptops. Ja, ich meine, Handyladen geht ja so beim Fahren auch. Ne? Das ist nicht so das Problem, aber gerade die Akkus von Laptops, Kaffeemaschine, solche Dinge. Auch so generell diese Wechselrichter-Sache mit Steckdosen würde ich auch nicht missen wollen. Wenn ich mir überlege, ich müsste für diese Technik zu nutzen, auch Freunde von mir waren jetzt mit dem Camper unterwegs gewesen und haben dann immer natürlich Strom an Campingplätzen nehmen müssen. Ja. Und das wäre so eine Sache. Habt ihr sowas genutzt? Gar nicht. Okay. 0 aufladen müssen, die ganze Reise. Auch wenn wir an Campingplätzen waren, haben wir dann immer gesagt, wir brauchen keinen Strom, was ja dann auch günstiger nochmal ist, weil du keinen Strom zahlen musst. Ja. Und haben, das war dann so. Der wirklich fast, egal, Tag unterwegs. Ja, man hat sich auch keine Gedanken machen müssen. Die einzige Sache, wo du dann mal mit dieser App geschaut hast, wie viel Batterieprozent noch da sind, war, wenn du jetzt wirklich mal 4, 5, 6 Stunden Homeoffice gemacht hast an einem Ort und dann war so, okay, ich weiß, wir kommen jetzt so in Gebiete, wo wir ein bisschen schauen müssen. Ansonsten, wenn ich morgens 2, 3 Stunden Homeoffice gemacht habe, Kaffeemaschine an, morgens Kaffee gekocht, gleich geschaut, weil ich wusste, okay, die Batterie wird jetzt ungefähr bei 50% sein und wenn wir gleich noch mal eine Stunde fahren, ist sie noch mal bei 100%. Okay. Also das ist eine Sache, die ich nicht missen wollen würde. Einfach die Möglichkeit haben, Strom anzuhängen. Ja. Und so Sachen wie, ich glaube, hier ist ja schon eine Markise vorab von uns drauf gewesen. Ja. Haben wir genutzt? Ganz wenig genutzt. Okay. Das ist so eine Sache, jeder kennt man. Natürlich brauchst du eine Markise und das macht sicherlich auch Sinn, aber wir haben die, ich glaube, 2-mal, 3-mal ausgefahren. Wirklich so in Summe. Weil wir, was ja die Camper oft machen, vor ihrem Auto sitzen. Das haben wir selten gemacht. Wir haben entweder dann am Strand gelegen oder haben hinten. Wir haben auch gar keine Stühle dabei, ne? Keine Stühle. Wir haben so kleine Hocker mitgenommen und wir haben die einfach nicht genutzt. Das war so, irgendwann ist es so nervig gewesen, das Zeug da immer zu verstauen wieder, weil wir das einfach nicht genutzt haben. Okay. Also Stühle haben wir gar nicht vermisst, wirklich gar nicht. Aber ich glaube, das ist dann so ein Ding von uns. Ne? Die meisten Camper, die wir gesehen haben, sitzen ja dann mit ihrem Tisch und mit ihren Stühlen vor ihrem Camper. Und aber ihr habt ja auch die Rundsitzgruppe oder im Online kann man ja auch den Tisch sogar mit rausholen. Genau, haben wir nicht einmal gemacht auch. Ne? Ja. Wir haben diese Sitzgruppe einmal aufgebaut, für auch die Videos, um das zu zeigen. Aber war eine Sache, die wir dann nie wieder angefasst haben. Wir waren so beide, okay, wenn wir essen, machen wir das hier, wenn man hier echt gemütlich sitzt mit diesem großen Tisch auch, würde ich sagen. Sehr breit, ja, sehr schön. Absolut. Ne? Man hat gekocht und dann gerade alles
ja, war angenehm hier zu sitzen. Und dann, wenn wir nach hinten wollten wir sowieso liegen. Also wir haben diese Liegefläche, das war so auch das Einzige, wo wir gesagt hätten, das war so ein bisschen, ja, nicht so ganz optimal am Ende. Wir hätten lieber ein festes Bett hinten verbaut gehabt, das dann natürlich ein bisschen komfortabler ist und dann auch ein bisschen höher ist, damit du mehr Staufläche unten drunter hast, weil wir diese Tischgruppe nie genutzt haben. Ja, das mag ja Leute geben, die das gerne nutzen, dann macht das natürlich Sinn. Aber für Leute, die sagen so, nee, ist mir auch zu viel Umgebaue immer, brauche ich nicht, brauchen wir nicht, wäre es natürlich angenehmer gewesen, ein festes Bett zu haben. Okay. Ja. Das ist halt so eine Hybridlösung. Also ich glaube, das macht Sinn für Leute, die das ab und zu nutzen. Ja. Aber für Leute wie uns, die das nie genutzt haben, ist es natürlich, ja. Kommt eben auf die eigenen Bedürfnisse und Ansprüche drauf an und so wie ich die Art Reisen bevorzuge, was ich verbringen möchte. Ja, ich bin eher so der Picknickdecken-Mensch als Stuhlsitz-Mensch. Ja. Das haben wir oft gemacht. Wir haben uns an die Picknickdecke irgendwo hingelegt und dann dort gesessen. Habt ihr denn so neue Leute dort kennengelernt? Ich meine, du bist sehr kommunikativ, offen. Vom Trampen kennen wir das ja bei dir. Wenig, tatsächlich. Das hat mich auch überrascht. Es war, wenn wir mal an Campingplätzen waren, war das auch immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen unter sich sein auch meistens. Ja. Ich meine, Sprachbarriere war natürlich irgendwann auch ein Thema. Aber ich glaube auch dadurch, dass wir so wenig an einem Ort waren. Wir waren ja fast immer unterwegs, hatten wir auch gar nicht so erstens war Zeit und noch nicht wirklich die Muse. Du kamst, wenn du dann irgendwo am Campingplatz an warst, du hast sogar deine Sachen noch gemacht, angefangen zu kochen, hast dann die Ruhe zu zweit genossen und es war so, weiß ich nicht, wenn dann jemand neben dir gestanden hat, klar, und dann der auch gerade reden konnte mit dir, der deine Sprache gesprochen hat oder Englisch gesprochen hat, hast du mal ein bisschen gequatscht, aber selten. Ich glaube, das einzige längere Gespräch, das ich hatte, war mit Concorde-Fahrern, die neben uns ihr Riesenschild stehen hatten oder ein Champagner da vorne dran gesessen oder getrunken hatte. Glamping, wie nennt man das? Überhaupt keine Ahnung, aber es sah lustig aus. Mit denen hatte ich ein bisschen gequatscht über wie man auch so, ja, früher waren wir auch mit Carsten, das hat schon seine Vorteile, ne? Mit denen da kommst du nicht so gut. Ich so, ja, Digga, du hast einen Bus. Ja, aber ich glaube, die Vorteile eines Kasten, weil jetzt haben wir hier 5,40 Meter Länge. Ja. Hast du ja auch irgendwie so ein bisschen schätzen gelernt, ne? Wenn du so deine auf jeden Parkkünste. Künste. Ja. Es wäre, also wenn ich so ein Ding fahren würde oder besitzen würde, wäre es, glaube ich, wirklich so maximal 6 Meter. Ich weiß auch nicht, ob das, bin jemand, der wenig Zeit im Auto dann verbringt, abseits von Fahren und Kochen. Und dann brauchst du, glaube ich, auch gar nicht mehr länger. Und ich würde dann diese Flexibilität parken zu können, wo du willst. Und wir hatten mit 45 wirklich, ich glaube, nie große Probleme, dass wir gesagt haben, okay, das geht jetzt gar nicht. Manchmal hast du natürlich einen Parkplatz gehabt oder dann so ein bisschen rausgestanden hast, aber es war meistens noch so irgendwie im Rahmen. Ne? Und das ist eine Sache, gerade wir, die ja wenig an Stellplätzen waren, wir sind ja viel gefahren, auch in die Städte dann irgendwann rein, in dieser immer so, lass ja doch einfahren und dann einfach einen Parkplatz so. Und ich so, oh, ich will nicht durch die Stadt, aber das ging dann gerade später, wo ich ein bisschen mehr Erfahrung hatte im Auto, wirklich gut. Und wir haben dann auch echt gut Parkplätze gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das missen wollen würde. Ja. Klar hast du ein bisschen mehr Luxus, du hast ein bisschen mehr Platz einfach in einem größeren Auto, aber dann ist ja auch die Frage, brauche ich das? Wenn ich da jetzt 1 Meter mehr hätte, weiß ich nicht. Dann hast du hier ein bisschen mehr Platz und kannst vielleicht hier zu zweit vorbeigehen, aber brauchst du das? Ich meine, es ist immer noch eng, in einem 6 Meter Auto. Ja. Da musst du dir ja schon irgendwie so einen integrierten, einen teilintegrierten oder einen Alkoven irgendwas holen, wo du mehr, so ein 7, 8 Meter Ding. Aber dann hast du ja noch mehr Probleme. Dann hast du natürlich eine angenehme Wohnung, aber dann bist du schon so ein bisschen das wollen Leute ja auch, auf diese Campingplätze angewiesen. Wir machen ja dann quasi irgendwie so ein bisschen Hotel auf Rädern und das hier war so, wir können viel sehen, wir sind flexibel im Auto und haben eine recht luxuriöse, für unsere Verhältnisse zumindest, Möglichkeit zu kochen, zu schlafen, zu duschen, Toilette zu nutzen. Ne? Das war überraschend gut gegangen, die Dusche. Ja, ich habe sie aufgeschoben bis zum Ende, weil ich das nicht machen wollte. Also die Außendusche war, glaube ich, vorher hast du einmal schon die Warte da oben getestet. Genau. Dann die Dusche drin, das war wirklich so mal ganz am Ende mal fürs Video, ne? Ja. Als ich es dann gemacht habe, war so, okay, das ist eigentlich ganz gut. Verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich es früher vielleicht auch ein paar Mal öfter gemacht. Ich hätte sogar am Ende einmal noch geduscht, einfach weil ich Lust drauf hatte. Ja, schön. Das ging besser als gedacht. Klasse. Hast du denn auch irgendwie so ein paar Tipps für die jetzt genauso wie du das erste Mal so eine Reise machen wollen? Ich glaube, das ist, was ich auch vorher, glaube ich, jedem gesagt hätte. Wenn du dich für so einen Camper interessierst, miet dir vorher mal irgendwie. Probier dich auch gern mal aus. Man kann sich ja ein Auto mieten. Man kann, wenn wir sagen, wir probieren jetzt mal so ein kleines und sehen, ob uns das zu klein ist. Du kannst dir ein größeres mieten und wirst dann vielleicht merken, das ist mir zu groß oder probiert's. Ne? Mietet euch so ein Ding für, weiß ich nicht, 1 Woche oder was. Fahrt irgendwo hin, am besten nicht nach Portugal, aber nicht ganz so weit wie genau.
fahrt irgendwo hin, wo es schön ist, wo ihr eine gute Zeit habt. Und also es gibt auch in Deutschland wunderschöne, ganz tolle Orte, Campingplätze. Bestimmt, ja. Campingplätze, weil Orte gibt's auf jeden Fall schon, das weiß ich, aber Campingplätze bestimmt auch. Und probiert's aus. Also ich glaube, du merkst sehr schnell, wenn du in so einem Ding wirklich lebst, was dir taugt und was du dir vielleicht anders wünschen würdest. Mal abseits davon, dass ich jetzt mal der normale Mensch, der sich so ein Ding kauft, dann sowieso nochmal ein paar Spezifikationen für sich selbst macht. Nee, also klar, ich glaube, ich würde erstmal die ganzen Wände anmalen, wenn das meine Karre wäre. Sowas in die Richtung. Also ein kleines Hippie-Mobil draus machen. Also es war auf jeden Fall eine wirklich sehr spannende Reise, die wir dann auch mit dir gemeinsam verfolgen konnten. Okay. Jetzt interessiert mich und die Zuschauer wahrscheinlich auch am allermeisten, wie denn so dein persönliches Fazit ausfällt. Würdest du so eine Reise wieder machen? Wieder, aber anders. Ja. Inwiefern? Also ich hätte erstens mal kein Problem damit, dieses Auto nochmal zu nehmen. Also das ist jetzt schon mal, denke ich, ganz gut für euch. Ja, für uns. Ich würde, das kam eben ja wahrscheinlich schon raus, ich würde eine kürzere Strecke wählen und mir einfach ein bisschen, ich glaube, das brauchst du auch, wenn du länger unterwegs bist, dass du in der Lage bist, mal ab und zu einfach zu sagen, 2-3 Tage, hier ist es gerade echt schön und wir hatten viele dieser Orte gehabt. Wir bleiben jetzt einfach mal hier. Sei es jetzt eine Sternwarte oder auch ein wunderschöner Strandabschnitt, wo wir dann meistens ja auch erst abends ankamen und dann hast du einen schönen Sonnenuntergang und fährst morgens dann nochmal weiter, dann hast du vielleicht noch einen Kaffee am Meer. Aber es war öfter so, gerade weil wir ja autark auch sind mit diesem Ding und wir Essen im Kühlschrank haben. Also eigentlich könnten wir jetzt mal 2 Tage einfach hier stehen und nur am Strand liegen. Ne? Natürlich, Homeoffice ist dann nochmal eine andere Sache. Das war ja eine Arbeitsreise auch. Ne? Das ist ja eine Sache, die du theoretisch nicht hast, wenn du unterwegs bist, um einfach noch mehr auszuspannen, weil das hat wirklich so ein bisschen gefehlt. Und das hat so im Nachgang diese Erfahrung, die wirklich schön war, vielleicht einen Ticken schlechter gemacht, als es sonst gewesen wäre, weil es einfach anstrengender war, als es sonst gewesen wäre. Ich habe so im Vorfeld gesagt, es wird kein Urlaub, aber ich hätte mir so im Nachgang vielleicht doch so ein bisschen weniger keinen Urlaub gewünscht. Ja, so 2 Tage dazwischen, bisschen mehr Entspannung. Genau. Was, wie gesagt, nur eine kürzere Route einfach hergegeben hätte. Also ich würde wenn man die Route beibehalten will, vielleicht sagen bis Südspanien oder die Ostküste, die Nordküste von Spanien vielleicht und dann irgendwo so nach 1.500 Kilometern sagen, das ist so eine gute Distanz. Hier bleibe ich. Ja, dann auch vielleicht zwischendurch ein bisschen mehr Spanien sage ich, Frankreich, so das bisschen, was wir von dem Inland gesehen haben, war sehr, sehr, sehr schön. Und das waren auch so Regionen, teilweise auch dann die Bergregionen, wo wir dann einfach nur so, was auf der Strecke lag, die Mautstraßen umfährt, wirklich an wunderschönen Stellen waren. Und man sagt, hier könnte man locker, könnte man mal noch einen Tag stehen bleiben und dann vielleicht ein bisschen wandern gehen. Aber das waren alles, weißt du, so Sachen, die nie in Frage kamen. Gerade am Anfang nicht, weil wir gar nicht wussten, wie sich das zeitlich ausgeht. Und am Ende haben wir dann gewusst, dass es sich knapp ausgeht. Und dann hatten wir die Option auch nicht mehr. Das war so wir versuchen irgendwie möglichst schnell dahin zu kommen, dass wir dann ein bisschen planen können. Und als wir dann dort waren, gegen Ende konnten wir ein bisschen, haben wir auch ein bisschen langsamer gemacht. Nicht in dem Maß, wie wir uns das gewünscht hätten, aber schon so ein bisschen. Und dann wurde es auch angenehmer. Aber wie gesagt, immer noch nicht in dem Maß, in dem wir uns das gewünscht hätten. Und das war so das, was so ein bisschen Fadenbeigeschmack hinterlassen hat. Wir waren mit dem Camper so zufrieden, wir waren landschaftlich mit den Dingen, die wir gesehen haben, mehr als zufrieden. Es war atemberaubend schön. Es hat alles funktioniert, wir hatten zusammen eine gute Zeit, das Fahrzeug hat funktioniert, Stellplätze haben funktioniert. Es war nur meinem Plan geschuldet, einfach anstrengender, als es hätte sein müssen und auch, glaube ich, anstrengender, als es hätte sein sollen. Okay. Ja, fassen wir kurz zusammen. Daumen hoch oder Daumen runter? Als Treffer. Selbstverständlich den Daumen nach oben. Nee, es war eine schöne Erfahrung gewesen. Es war, weiß ich, wie es ist zu campen, eine grobe Idee davon, weiß, wie es ist, so ein Ding zu fahren. Ja. Und was ich ja auch wollte, Portugal und Spanien mal ein bisschen mehr gesehen und auch viel überrascht wurden. Ne? Ja. Ich meine, du hast ja immer so Dinge, die du kennst, du weißt, wie die Algarve aussieht, du weißt, wie die Küsten in Spanien aussehen werden. Da erwartest du ja, dass es atemberaubend schön wird. Aber auch so Bergregionen, auch die Provence-Region, das waren so Sachen, denen ich wenig wusste, eigentlich gar nichts wusste, die dann natürlich nochmal so, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Diese Weinbauregion auch in Portugal, dann östlich von Porto, traumhaft schön. Das ist so, glaube ich. Ja, das ist ja wie mit allem, ne? Wenn du weißt, was dich erwartet, ist es zwar immer noch schön, aber nicht so überraschend schön. Deshalb mag ich es auch eigentlich mit möglichst wenig Plan, ne, zu fahren. Was natürlich schwierig ist, wenn du ja schon so ein bisschen planen musst. Aber ja, das war, wie gesagt, eine Daumen hoch auf jeden Fall. Ja, ihr wart ja auch flexibel. Ja, ihr konntet ja
wirklich fast überall stehen, wo ihr wolltet. Ja, oder überall hinfahren, wo wir wollten. Also wir haben nie, bis auf den Canyon, wo wir einmal gesagt haben, komm, nee, das muss jetzt echt nicht sein, so eine Sandstraße, aber ich glaube, das hätte auch funktioniert. Ansonsten haben wir eigentlich nie, außer mal so in Stadtstraßen, immer haben wir gelernt, Google Maps so ein bisschen zu misstrauen auch, ne? Wenn du gesehen hast, so, der will jetzt, dass du da diese deine Straße hochfährst, nee, weiter auf der Hauptstraße bleiben und dann kriegst du auch eine neue Route berechnet, die dann genauso lang ist, aber halt auf dieser Hauptstraße bleibt. Das war so ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Blind auf Google Maps vertrauen. Mag mit Autos funktionieren, manchmal auch nicht, aber generell, aber mit so einem größeren, in Anführungszeichen, Auto, war das dann teilweise schon herausfordernd. Ne? Und es war so unnötiger Nervenkitzel, den man hätte, aber alles fürs Video gemacht natürlich. Ne? Ja. Alles für die Zuschauer. Ja, freut mich, dass dir die Reise hier gefallen hat. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, man muss einfach mal machen, ja, um das zu erleben. Aber was mich jetzt interessiert, was sind denn so deine Zukunftspläne? Hast du irgendwie konkret schon was geplant? Ich meine, du hast einen eigenen Instagram-Kanal, auch bei YouTube. Selbst persönlich. Ja, der Plan, die mich kennen, wissen, dass ich meine Pläne andauernd ändern. Und lustigerweise hat er sich gerade auch vorgestern nochmal geändert. Ich wollte eigentlich jetzt im November per Anhalter über den Atlantik segeln. Ja. Hab mich dann aber jetzt auch tatsächlich, musste am Ende zugeben, okay, es macht vielleicht Sinn, vorher mal ein bisschen Segelerfahrung irgendwo zu sammeln, bevor du 20 Tage in so ein Ding über den Atlantik schipperst. Und das wohl auch eine Sache ist, die ein vertrauenswürdiger Skipper voraussetzen würde. Ich habe dann gesagt, okay, also Segelerfahrung sammeln klappt jetzt nicht mehr in der Zeit. Deshalb werde ich wohl doch, Lisa hat ja auch so ein bisschen Pläne geändert. Wir sind gerade am Überlegen, wie sich das zusammen irgendwie so, ne, sie will nicht trampen, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, von quasi Kanada nach Chile fertig trampen. Also momentan wäre so der Plan Mexiko nach Chile runter. Ob wir uns vielleicht irgendwie zusammen in ein Flugzeug setzen und dann irgendwo einen Ort suchen, der uns gefällt, damit sie dort länger mal bleiben kann und ihr Ding macht. Und wir vielleicht gemeinsam irgendwie einen Monat, 2 eine Sprachschule besuchen, weil das sowieso eine Sache gewesen wäre, die ich gern gemacht hätte am Anfang von dieser Etappe. Spanisch lernen, weil das macht wesentlich mehr Spaß, wenn du mit den Leuten reden kannst beim Trampen. Mit Einheimischen. Genau, um dann diese Trampreise zu beenden und dann auch dort in der Karibik vielleicht Segelerfahrung zu sammeln und dann, das wäre so der jetzige Plan, irgendwann in einem Jahr, 1,5, wenn ich in Chile angekommen bin, wenn ich meine 100.000 Kilometer Trampen voll habe, weil das so eine Sache ist, die ich gern machen würde, statt es fehlen noch 40.000 oder 35.000. Wahnsinn. Und dann würde ich gern vielleicht auf dem Segelschiff mit ein bisschen Erfahrung, die ich in der Karibik gesammelt habe, entweder zurück nach Deutschland oder vielleicht heimfliegen und dann nochmal, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist, weil man da ja schon ein bisschen Jahreszeit gebunden ist, ne? Hat dann jede Richtung, hat so ihre Saison, vielleicht von dort dann quasi zurück beim Segelschiff. Vielleicht so als Abschluss von meiner Trampreise, noch eine Atlantikübersegelung. Könnte ich, glaube ich, mitleben. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Vielleicht wird ja auch irgendwann ein Camper dich mitholen. Ja, aber mit so kam es ja, ne? Also, ich habe es ja 5, 6, 7 Mal gehabt oder so bisher. Das waren meistens irgendwelche alten Kisten. Den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Ja, genau. Ja, danke für den Einblick. Danke auch, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass wir in Ruhe noch einmal schön quatschen können. Ja, danke für den Camper. Danke für euer Vertrauen. Ja. Und das ist immer alles mitgegangen. Ich mache einmal schnell auf Holzknopf. Ich würde sagen, bis bald. Danke dir, Daniel. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.